Hallo und willkommen, Leute, zurück bei Life is Strange, schon zum 10. Video. 10. Ja. Ich habe gerade echt mit dem Gedanken gespielt, ob ich mal nicht bei eventuell zukünftig kommenden Let's Plays irgendwann mal so eine Liste führe über die ganzen einzelnen Episoden und so. Ich meine, ich speichere die ja jetzt schon und archiviere die, ich lösche die nicht einfach nach dem Hochladen, das wäre ziemlich doof. Ich habe schon von meinen ganz alten Let's Plays aus 2012, ne, war das? Oder 13? Es ist Ewigkeiten her. Seit die PS Vita rauskam halt. Ich glaube 2013 war es eher. Da habe ich schon ein paar Let's Plays leider hinten rüber geworfen und die sind nur noch auf YouTube vorhanden. Das heißt, wenn die mal irgendwann weggehauen werden, da sind die leider weg. Finde ich persönlich jetzt nur dann schlimm, wenn ich mal irgendwann auf die Idee kommen sollte, mir das wieder anzugucken. Aber mal gucken, vielleicht werde ich ja mal so ein professionelles Let's Play-System starten. Das sind alles Informationen, die interessieren euch wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? Ja, ist schon super. Vor allem, weil ich das sowieso nie durchziehen würde. Weil ich zu faul bin. Ich bin sogar zu faul, jetzt Kreis zu drücken. Nee, das ging gerade noch. I bet he's seen a lot of changes to Arcadia Bay in his lifetime. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Ja, dumm gelaufen, du hast ihn gerade verpasst. She looks busy and stressed. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Sie ist gerade aus dem Bus ausgestiegen. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Spät dran, schnapp den Tisch im Diner. Mama füttert dich. Das hoffe ich. Vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Yay, cool. Das ist super optimistisch gesehen. Mittagessen sind nur noch 4 Stunden. Okay, 2 weitere Seiten. Ich bin Rowan begegnet, oder eher, Rowan hat auf mich gewartet. Was, er hat doch nur auf jemanden gewartet. Also bitte, woher willst du wissen, dass du dieser jemand warst, ne? Natürlich wollte er wissen, was auf dem Parkplatz mit Nathan und Chloe los gewesen war. Ich fühlte mich wieder mies. Ich hätte Rowan anrufen sollen, um zu sehen, ob es ihm nach unserem überstürzten Abflug gut ging. Ich schulde ihm was. Ich sagte ihm teilweise, was mit Nathan los war. Und was ist mit mir los, mit dem Vorlesen? Richtig komisch. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Ich würde ihm gern von meiner Macht über Zeit und Raum erzählen, aber ironischerweise ist dies nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Außerdem würde er mich sofort als persönliche Zeitmaschine heiraten wollen. Oder Experimente an mir durchführen. Oder mich ins Autokino schleppen. Moment, fürs Autokino habe ich doch zugesagt. Hoffentlich schmeißt Rowan sich nicht an mich ran. Als ob, du Egomanin. Wir haben viel gemeinsam, er ist eher wie ein super cooler Geek-Bruder. Die Auszeit im Kino kann ich allerdings gebrauchen. Ja, der Satz unten links, der hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Als ob die keinen Bock hat auf Kino. Der Satz oben rechts hat mich eindeutig an das leidige Friendzone-Thema erinnert, in dem viele Männer auf dieser Welt schon zum Opfer gefallen sind und diesmal hoffentlich noch nicht Rowan, aber es sieht leider so aus, als ob er auf bestem Wege zur ewigen Verbannung ist. Bevor ich den Bus nahm, um Chloe zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhielten. Das machte mich nervös. Sonst war die Fahrt zum Two Whales Diner entspannt. Apropos Zeitreisen, ich war 5 Jahre nicht hier, aber es sieht noch genauso aus. Allerdings sieht man jetzt weniger Fischer und mehr geklaute Einkaufswagen als damals. Chloe und ich hatten den besten Hintergrund fürs Piratenspielen. Alte Schiffe und das Meer. So. Was gibt's in der Richtung? Nope, I don't want to go there. Nope. Da fängt die schlechte Gegend der Stadt an, da darf man nicht hingehen. So, guck mal, da war was an der Wand. Hold to another universe. Ja, okay, dann fahr mal dagegen mit deinem Gepäckwagen. Vielleicht kommst du ja gleich 9 3/4 raus. Oh. Stop that! Stop! No barking. There's that dirty RV from the other day.
Was hat sie gesagt? Schade, ich habe das übersprungen, was sie gesagt hat. Ärgerlich, wüsste ich gerne. Obviously, nobody took my advice. Ach so, von wegen sauber machen. Ich verstehe, ein lustiger Gag. So. Hier gibt es nichts weiter zu sehen. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Erhaltet das Herzblut von Arcadia Bay. Rettet die Bucht. Beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Do you know them? Too good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay crusty fisherman. Die Prescotts scheinen wirklich sehr viel Macht zu haben. Ich finde, die Entscheidung, Kate nicht zur Polizei zu schicken, war die beste. Überhaupt die beste. So. Ah ja, das Schild kann ich fotografieren. Wie viel Munition hat die eigentlich da in dem Apparat? Ihr wisst schon, Filme. Ja. That sign reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. Ach, wie süß. We were happy. Das Diner sieht immer noch so aus wie ein normales American Diner. Ich habe keine Ahnung, ob das früher vielleicht mal rot war oder so und jetzt so weit verblasst ist, dass es leicht pink aussieht. Aber ich möchte an das Gute glauben. So, was haben wir jetzt? Jetzt fehlt... Oh, warte mal. Können wir irgendwo einen Knochen finden? Hier war doch ein Hund, ne? Sieht nicht so aus, als ob hier einer rumliegt. Also so ein Knochen. Aber keine Sorge, das finden wir schon noch. Denn ich halte diesen Knochen für das mit wahrscheinlichste Fundstück. An dieser I wonder Stelle. if they explained that snow. Wahrscheinlich nicht. Newspapers are going to be retro soon. Sind sie jetzt schon? Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Excuse me. I have to read my horoscope. Genau, und dann rummeckern von wegen, die Zeitung druckt nur Scheiße. Nope, I don't want to go there. Okay, da möchten wir auch nicht hin, da fängt der andere böse Teil der Stadt an. So, kann ich über die Straße? Nee, auch nicht. Da ist sogar eine unsichtbare Mauer, da sagt sie noch nicht mal was zu. Gut, hier kann ich nicht reingehen. Poor woman. I hope it's a shelter for her. Hello.
Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Aha. Joyce Price? Ich würde gerne mehr über die Mutter von Chloe erfahren, bevor ich da ins Diner gehe. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. His name is David Madsen. He told me to get a job once. Asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work, out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Ja, die tut mir leid. Die war nett. Die war echt nett. Vielleicht können wir ihr ein bisschen Müll zu essen geben, dann freut die sich bestimmt. Oder ein... Ach, das ist so ein kaputter Milchautomat, so ein Eisdingens von Mc's oder so. Ah, guck mal. Fällt überhaupt nicht auf, vor allem der Typ kann uns jetzt gar nichts, wir sind hinterm Zaun. Ach nee, guck mal, der Knochen ist doch nicht das, was wir fotografieren sollten. Manchmal unterscheiden sich die Fotos schon arg von dem, was wir da gezeigt bekommen vorher. Da oben rechts die beiden Fotos, die sind auf jeden Fall im Wald. Die 142, das ist auf jeden Fall im Hintergrund Wald, was da ist. Und unten links, damit komme ich noch nicht ganz klar. So. However, hier wird es wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben, weil ich glaube nicht, dass sie das so behindert aufgeteilt haben. So, dann gehen wir mal was essen. Wir sind eh bestimmt schon 500 Milliarden Stunden zu spät. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Good Lord. Talk about apocalyptic. Willkommen in Pan Estates. Prescott Development lädt sie ein, in den Wäldern zu leben. Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf Wald, Meer und Leuchtturm werden bald ihren Lebensstil verändern. Und ihre Meinung über die Prescotts. Now that brings back memories. Chloe and I loved the parade. 25. jährlicher Halloween-Bazar. Bürgermeister Cochran führt die Kostümparade der Kinder an. Samstag, 27. Oktober, nicht Halloween. 9 bis 15 Uhr. Main Street, Arcadia Bay. Main Street ist wahrscheinlich dann die einzige Straße, die wir überhaupt haben. Kürbisschnitzerei-Wettbewerb. Lokale Produkte und Imbisswagen. Süßes und Saures. Oh, und Happy Halloween. Sogar Süßes und Saures. These fishermen are so damn quiet. Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. I always wonder what people think about when they eat alone. Können wir fragen. How
hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Das war ein sehr einseitiges Gespräch. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. So wie in allen Kaugummiautomaten. This guy has serious cojones. Erleben Sie ein Abenteuer zu See mit Captain Cousteau. Heuern Sie den legendären Seemann für Ihre eigene Seereise an, Jack Cousteau und seine Unterwasserwelten. Sie haben ihn im Fernsehen gesehen, Sie haben über ihn in der Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän, Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt Ihre Gruppe mit auf eine 3-stündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern Ihnen auch helfen, Ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise $75 bis $125. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Webseite seacousteaufish.gu. Ah, der sieht freundlich aus. Bei dem würde ich so eine Tour buchen. Hätte ich $75 und wäre zufällig in dieser Stadt. Why does that so not sound fun? Okay, es hört sich nicht nach Spaß an, das heißt, ich muss es natürlich auch freudlos vortragen. Moby-Deck-Touren. Erkunden Sie Arcadia Bay richtig, entdecken Sie die aufregende Geschichte der Hochsee, reisen Sie sicher und bequem, vollständig ausgestattete 12 bis 15 Meter Boote, Touren Tag und Nacht möglich, Paare, Gruppen und Familien willkommen, Dienstag bis Sonntag 6 bis 19 Uhr, besuchen Sie uns im Web, um Ihre Tour zu buchen. Wow, war das spannend. I might make Chloe check this out with me. Ja, dann muss ich das wieder ein bisschen interessanter vortragen. Soft Scratch Field Trip. Ausflug zum Bigfoot. Erforschen Sie die wilden Wälder Arcadia Bays mit dem angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft und Bigfoot, Monster oder Tier, Sprecher im Dokumentarfilm Bigfoot, Ich glaube an dich. Schließen Sie sich jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägliche Wanderung zu den Orten an denen eine Sichtung des Bigfoot am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und Sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoot mit nach Hause nehmen, der in seinem Gebiet erstellt wurde. Einem, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Genau. Sein Labor. Für weitere Informationen und genaue Zeitangaben kontaktieren Sie bitte sourcescratchlives@wildtracks.gu. Gut, dass es das Spiel uns nicht die Möglichkeit gibt, das Poster hier nochmal anzuschauen, weil ich glaube, dieses vermissten Poster haben wir jetzt so oft gesehen, wir kennen das auswendig. The poster doesn't mention whacked students with guns. Aha. Kate Marsh, love you long time. Wer auch immer das hier hingeschrieben hat, hat ein großes Herz. That graffiti has been here forever. Flush before pissing on floor. I dim to misbehave. Dim? I aim to misbehave. Das kann natürlich auch sein. Das wäre ein so sehr komisches A. Gross. Rachel A. owes me a BJ. So does your mom. Rachel Amber war offenbar wirklich bekannt. Oh. Haha. Ja. So viel zu dem Foto, das wir noch gesucht haben. Das heißt, in der Stadt haben wir jetzt wahrscheinlich alle. Ich glaube nicht, dass wir die letzten 5 Fotos hier auch noch finden. Das wäre ein bisschen zu viel auf einmal. So. Thank you, Redneck Poet. Arcadia Bay sucks deck. Coming up at noon, K-Bay 7 News will explore the mystery of yesterday's unusual snowfall on a warm and sunny late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. We'll be talking with Portland meteorologists in the area and look at some of your fun video reactions to the odd snow flurry. Who knows? Maybe Mother Nature was pranking us all. So, stay tuned to K-Bay 7 News for the real story. Ach so, jetzt wiederholt sich das wahrscheinlich. Ew, that guy looks unpleasant. Genau deswegen wollen wir mit ihm reden. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Okay, er will auch nicht reden.
You'd never know how weird this town is by these postcards. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Du kannst ja Arcadia Bay rausexen mit Tippex oder so. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese? Welche dieser 3 Personen soll ich essen? Oh, was will ich denn lieber erfahren? Ich habe bestimmt nur eine Option. David oder Chloe? Ich würde gerne über Chloe reden. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Who told you that? I didn't hear it on the police scan. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe, or else. I'm just kidding. Besides, David Madsen's watching over me. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our mother. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Hauptsache, der kennt den Frank erstmal. Auf dem Truck hätte Free Candy draufstehen können und ich wäre ihm verfallen. Aber nochmal Glück gehabt. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Ja, ich will aber über den LKW-Fahrer sprechen. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Gerade fand sie das noch scheiße. Hello? Pardon-moi, but you're in my eyesight. Isn't everything in here within eyesight? I don't care for your tone. You sound like Joyce. How does Joyce sound? Bossy and smartass. Like you. Ist das nicht geil? Joyce rules. I want to be exactly like her when I grow up. Looks like you're on your way. I've been coming to this dive for 3 years, and Joyce gives me shit like it's going out of style. That's how she rolls. That's why I worship her every move. Good. I can't wait to see you flipping greasy bacon in a diner when you grow up. Exactly like Joyce. Now pardon me while I get back to my coffee. Er kommt 3 Jahre hierher und beschwert sich dann über die Kellnerin. Justin is such a mellow dude. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked, so I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up.
He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Wie ärgerlich. Trevor looks as happy as Dana did. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Danas Zimmer? Wo war der denn? War das nicht... Haben wir nicht nur Kleidung von dem gefunden? Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Von den Prescotts hat niemand Geheimnisse. Das musst du nochmal umformulieren. Ja. Na gut. Hinsetzen tue ich mich auch erstmal noch nicht. That's funny. Our family never went whale watching. Looks fun. I got you, babe? How apropos. But no fucking way. Das ist I Got You, Babe? Ich kenne eine andere Version oder Interpretation oder einen anderen Song mit dem Namen aus dem besten Spiel aller Zeit. Jetzt dürft ihr raten. Dem DLC davon, muss man dazu sagen. Whoa, Ken Kesey with Joyce? That's so perfect. Für Joyce, die besten Burger und wundervollste Atmosphäre in Oregon. Auf bald, K. Dot. Keine Zeit mehr gehabt, den Namen auszuschreiben. Forgot about the Fishing Wall of Fame. Two Whales, deiner Angler-Auszeichnung, Gewinner jeden Monat. Weißer Stör, gefangen von Dick Webber. Stahlkopfforelle, gefangen von Andy Barry. Königlachs, gefangen von Rich Conrad. Königslachs, oder? Königlachs? Ist ja auch egal. Königlachs hört sich an wie so ein richtiger Spacko-Herrscher. Drool, want everything. So, aber mit dieser Joyce können wir nicht reden. Nee. Dann setzen wir uns mal hin. And there she is. A lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. It was very stupid. I'm sorry. Oh, it surprised me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands. She just needs time. I know that sucks for you. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why. I mean... Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? I did. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend.
But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Oh, was essen Amis den ganzen Frühstück? Beziehungsweise was isst ein 18-jähriges Mädchen denn gerne zum Frühstück? Ist sie überhaupt 18 oder 20? Ist ja auch egal, so um den Dreh rum halt, ne? Eine belgische Waffel ist, glaube ich, zum Frühstück erstmal was Süßes, oder? Nee, weiß nicht. Das ist Nachtisch. Erstmal Bacon. I was dreaming about your bacon omelet. Now finish your coffee. Nächste Frage. Haben wir überhaupt Geld dabei? Gut, während unser Bacon-Omelett schön durchbrät und den entsprechenden Garpunkt erreichen wird, können wir eine Bewertung abgeben und ich kann dabei zusehen bzw. warten. Und in 24 Stunden ist dann unser Omelett gar durchgebraten. Man könnte sagen, vielleicht etwas zu sehr, aber das werden wir ja dann morgen erfahren. Danke fürs Zuhören, Zusehen und morgen treffen wir vielleicht sogar Chloe wieder. Die kann jetzt auch nicht mehr ewig brauchen. Wir haben locker schon 9 Uhr oder so. Hatten wir nicht um 10 Uhr Unterricht? Ja, egal. Fuck it. Frühstück ist wichtiger. Und das meine ich absolut ernst. Absolut ernst. Für diese Schule würde ich mich auch nicht pünktlich melden. Außer es ist erste Stunde Mark Jefferson. Da muss ich natürlich pünktlich kommen, damit ich seine Fotos anschmachten kann. Oder war das nicht Victoria? Nee, Victoria schmachtet ihn an. Schmacht. Die erleben wir aber morgen erst wieder. Bis dahin, tschüss.